sich auch so professionell von Sachen distanzieren zu können, dann zu differenzieren, hey, diese Kritik, die derjenige da äußert, ist das eigentlich nur sein, ich bin neidisch, das trennen zu können. Ja, wer sagt mir das gerade? Ist das für mich hilfreich oder nicht? Da ist ganz viel drin, was du auch so als Persönlichkeitsentwicklungselemente sehen kannst, ne? Also ich schreibe morgens, abends meine Ziele auf. Nicht jeden Tag, ich habe auch mal Ausrutscher, ich bin auch nur ein Mensch. Nur in der Regel mache ich das und das hält meinen Fokus aufrecht. Also ich stehe auf, ich bin müde, es war ein harter Tag, aber dann habe ich halt einfach die Ziele im Blick und weiß halt, hey, okay, das sind halt die kleinen Schritte, die ich machen muss, um irgendwann mal dahin zu gelangen. Und das setzt wieder in den Fokus. Und deswegen auch da, wenn du im Verkauf nicht weißt, warum du es tust, dann wirst du nicht mit Ablehnung umgehen. Wenn du nicht in der Dienstleistung stehst, wirst du auch nicht da Vollgas geben. Also du musst wirklich in Perspektive haben, was betreibe ich, wie hilft es den Menschen und warum tue ich das? Also ich habe 15, 16 Stunden am Tag durchgeclosed und den Rest dann, was weiß ich, nochmal eine Stunde Vorbereitung, Nachbereitung, digital Notizen machen und geguckt, dass ich am nächsten Tag einfach wieder fit bin. Also ich habe wirklich den Workaholic daraus hängen lassen. Äh, Das muss nicht jeder tun, da wird auch nicht jeder mit glücklich, das ist auch nicht für jeden gesund. Darum möchte ich das gar nicht propagieren, aber damit habe ich solche Ergebnisse natürlich auch irgendwo hingekriegt. So, und jetzt muss man vielleicht bei diesen Verdiene fünfstellig mit wenigen Stunden das mal auseinandernehmen. Verdiene fünfstellig oder verdiene in wenigen Stunden. Das sind zwei Paar Schuhe. Dass das in einem Satz genannt wird, ist meist zu hoch gegriffen. Willkommen, grüßt euch nochmal zu Teil 2. An die Zuschauer ganz wichtig, ne, bevor ihr jetzt hier Teil 2 schaut, oben entsprechend verlinkt erstmal Teil 1 schauen, damit ihr einfach gewisse Zusammenhänge versteht. Daher würde ich sagen, machen wir jetzt hier weiter quasi in unserem Fall. Für die Zuschauer sind ja quasi 2 Tage her. Deswegen die nächste Frage, wie seid ihr damals so mit kritischen Stimmen umgegangen, die gesagt haben, ach, Closing, lass das mal lieber sein. Und vor allem aber dann auch so diesen Aspekt Selbstständigkeit, Academy aufbauen. Ihr wisst ja, was ich meine. Viele denken dann so, ja, ist ja eh nichts Seriöses, vor allem Closing. Vielleicht auch noch zur damaligen Zeit, weiß ich nicht, wie das Standing war. Dann ist es vielleicht ja noch so weniger überhaupt präsent gewesen. Ja. Wie seid ihr damit umgegangen? Und vielleicht, wie geht ihr auch noch heute damit um? Die Leute, die jetzt sagen, Closing, was soll das? Und ja. Ich nehme letzteres mal als Einstieg. Heutzutage wissen die Leute immer mehr, was Closing überhaupt ist. Spätestens seit Corona, wo die Leute alle zu Hause gesessen haben und auch verstehen, dass es digitale Produkte gibt, dass es große Agenturen gibt, dass viel online läuft, ist das Standing ein bisschen bekannter geworden. Aber dementsprechend sind auch die Querschläger mitgewachsen. Ne? Also die paar Namen, die viele Leute abgefarmt haben quasi und die Mist gebaut haben, das ist halt auch überall bekannt. Aber dementsprechend wirst du jetzt nicht mehr angeguckt wie ein Auto, wenn du sagst, du bist Closer. Ja, also das war am Anfang schon schwierig. Jetzt wird es halt eher gefragt, wo machst du das denn? Ja, also es ist nicht mehr so dieses allgemeine Bild, kenne ich nicht, verstehe ich nicht, will ich nicht, sondern nur ein, machst du das denn auch seriös? So, und das hat sich auf jeden Fall gebessert. Ja. Und allgemein zum Thema kritischen Stimmen, also wichtig ist erstmal, von wem kommt die Botschaft? Also sind es Freunde, Familie und verbirgt sich dahinter eine gute Absicht? Also bei mir, ich höre immer wieder auch so von meiner Schwiegermutter, hey, wäre nicht ein normaler Job was Einfacheres, weil dann kannst du ja einfach abends nach Hause kommen, weißt, okay, der Tag ist erledigt und das war's. Und das ist okay. Da bin ich einfach so vorgegangen, ich habe geguckt, okay, stehen die Leute da, wo ich hin möchte? Wenn das nicht der Fall ist und ich merke, hey, ihre Aussagen helfen mir nicht, dann habe ich das auch klar kommuniziert und Grenzen gesetzt. Also auch bei meinem Vater sage ich, hey, Dad, ich liebe dich. Allerdings ist es so, das ist mein Traum, ich arbeite daran und ich will da nur vollste Unterstützung haben. Und wenn du da was Kritisches zu sagen hast, möchte ich es liebevoll nicht hören und dann verweise ich einfach darauf. Okay, und so habe ich halt für mich im Umfeld dafür gesorgt, dass es klar ist. Dann gibt es halt Leute, du bist halt auf einer Party, redest mit jemandem und ich habe halt viele Freunde bei mir im Umkreis, mit denen ich Abi gemacht habe. Ihre Freunde haben diesen akademischen Laufgang gemacht und für die ist sowas nicht vorstellbar. Okay, die denken halt, hey, ich sitze einfach da und das ist wie viele Leute, die so Network Marketing machen, die sitzen da, verdienen kein Geld. Da ist es halt so, ich gehe gar nicht großartig drauf ein. Also das ist meistens nicht so das Thema. Also auf den Punkt gebracht, ich gucke einfach nur, dass ich Unterstützung bekomme, also positive Aussagen und die negativen Sachen lasse ich nicht an mich ran, indem ich einfach klare Grenzen setze und sage, hey, darüber
ich möchte kein negatives Feedback haben. Boah, finde ich aber echt voll gut, was du jetzt gesagt hast, dass man ja wirklich, also auch für die Leute da draußen darauf achtet, von wem kommt verdammt nochmal diese Aussage, ne? Weil Ja. es ist ja nun mal so, vielleicht gerade zu den Anfängen, deswegen frage ich auch, wie war das zu Beginn, weil ja, du willst dich dann selbstständig machen, du willst in diesem Bereich dann schon Erfolg machen und dann kommen aber ja diese allerersten Stimmen, die dann ja eben halt nicht in diesen 9 to 5 oder so sind oder so Aussagen, ja, ne, einfacher wäre natürlich normaler Job und so, aber da dann auch für sich selbst, ja, stabil zu bleiben und zu sagen, das erfordert für mich, finde ich schon, für den einen oder anderen wahrscheinlich, je nachdem, wie alt man auch ist, immer genau dieses Wissen. Ey, koppel dich von diesen Aussagen ab. Du kannst ja hinhören, aber nicht in dem Sinne für dich aufsaugen und mitnehmen, sondern wirklich nur die Aussagen aus dem Umfeld, die dir auch gut tun und dir dann letztendlich Mehrwert bringen und generell, auch wenn Kritik kommt, egal in welcher Art, dann erstmal einfach deinen Fokus beibehalten. So. Ja, Richtig. absolut. Also bei mir war es dann auch so, ich habe halt also auf eine komische Art und Weise gelebt. Ich habe das Ganze damals, als wir schon nicht zusammengearbeitet haben, war remote. Das heißt, ich konnte es von zu Hause aus machen. Und ich hatte eine Phase, ich bin einfach jeden Monat im neuen Land gewesen. Also ich war mal in Thailand, was auch immer. Und mein Tag war cool. Ich habe sehr gutes Geld verdient. Ich konnte selbstbestimmt leben. Andere Leute gehen ins Büro, gehen nach Hause und das war's. Bei mir, ich bin ja morgens irgendwie Roller gefahren, war dann im Dschungel, im Meer schwimmen und dann habe ich angefangen zu arbeiten. Und abends habe ich andere Sachen gemacht. Und es war cool. Und dann kamen Leute und die haben das kritisiert. Die haben gesagt, ja, Closen ist nichts Richtiges. Und naja, wovon haben die gesprochen? Die haben gesagt, ja, die würden gerne auch mal irgendwann sowas machen in 20, 30 Jahren, wenn die in Rente sind. In der Zwischenzeit haben die Jura studiert, also was Vernünftiges gemacht, hassen aber ihren Job. Und deswegen, ja, man muss da nicht unbedingt auf andere Leute hören. Hauptsache, man ist selber glücklich und lebt halt so nach den eigenen Vorstellungen. Ja, definitiv. Ja. Punkt. Ja, Strich, Ende. Ja, Ja, was dich nicht happy macht, kann weg. Also von daher. Ja. Ja, das hatten wir ja bei uns ja schon ja noch im Interview damals, wo ich ja gedroppt habe, dass 85 oder 87% mit ihren Jobs nicht zufrieden sind. Ja. Und der Rest dann eben halt zufrieden ist, was aber auch wieder nicht heißt, dass es glücklich sein bedeutet. Ja. Und wenn man sich das dann einfach mal vor Augen hält und man muss auch immer so zwischen den Zeilen hören, wie der Marc jetzt gesagt hat, wenn jetzt zum Beispiel jetzt auch einer sagt, ja, mach was Vernünftiges oder so, was steckt letztendlich vielleicht selber bei einer Person als Wunsch dahinter? Ja, vielleicht, weil ist es doch, viele wollen das nicht zugeben, aber einfach zu sagen, eigentlich bin ich neidisch darauf. Weil wie geil wäre genau sowas? Du bist jeden Monat woanders, warst gerade irgendwo im Dschungel und dann gehe ich abends noch 2, 3 Calls machen und so halt, ne? Also, ja. Sagt immer ganz Mega. viel über denjenigen aus, der es äußert und ganz wenig über denjenigen, der sich das anhören muss. Ne? Also, Ja, du hast ja auch immer so schön gesagt, wenn dich das triggert, dann denk mal drüber nach. ja, dann, im Ernst, denk mal wirklich drüber nach. Ja. Also, Closen, also verkaufen lernen, haben wir im ersten Teil auch schon gemerkt, ne? Hat so viel mehr an sich als einfach nur das reine Verkaufsgespräch. Und hat zumindest die Chance zu sagen, hey, egal ob ich mich dann später damit selbstständige, mich sonst wie verwirkliche oder hier einfach mich genau kennenlerne in Gesprächen mit vielen anderen Menschen, Kontakte aufbauen und so weiter, ein guter Nährboden zu werden für das, was dich später glücklich macht. Selbst wenn du das nur als Sprungbrett nutzt und später was anderes tust. Aber dieser Zwischenschritt, einmal vernünftig das mitzukriegen, kann ich nur empfehlen. Also ich meine, ich habe es selber durch, das ist dann immer so leicht gesagt, oder ich verdiene daran, wenn jemand das bei uns macht, aber ich würde es umgekehrt nicht mehr anbieten, würde ich da nicht so hinterstehen. Also von daher, wenn du darüber nachdenkst und gerade unglücklich bist, dann gerne mal Kontakt zu uns aufnehmen. Dann ist ja das Schöne, was du auch gesagt hast, die Skills, die man sich dann ja einmal zum Beispiel jetzt bei euch in der Ausbildung aneignen kann, dass man die eben halt auch vielfältig anwenden kann im Leben. Ja. Jetzt nicht nur für den einen Closing-Bereich. Ne? Deswegen, ja, Videobeschreibung, wisst ihr Bescheid, auschecken. Und dann würde ich sagen, weiter im Text. Deswegen könnt ihr jetzt vielleicht mal so gerne selbstreflektierend sagen, welche Fähigkeiten habt ihr euch denn so jetzt generell über die letzten Jahre, nicht nur durchs Closing, aber vielleicht auch durch die Selbstständigkeit so angeeignet? Wo würdet ihr sagen, die Kernelemente habe ich so wirklich mitgenommen? Ich So- würde das sprichwörtliche dicke Fell nehmen, aber nicht mal negativ, sondern dieses, ich bin jetzt hier gerade nicht als ich bin jetzt hier als Teil der Firma und derjenige, das ist ja eine Ablehnung dann, was weiß ich, gegenüber diesem Produkt, das hat nichts mit mir zu tun, sich auch so professionell von Sachen distanzieren zu können, dann zu differenzieren, hey, diese Kritik, die derjenige da äußert, ist das eigentlich nur sein, ich bin neidisch, das trennen zu können, ja, wer sagt mir das gerade, ist das für mich hilfreich oder nicht? Da ist ganz viel drin, was du auch so als Persönlichkeitsentwicklungselemente sehen kannst, ne?
Also hat mir auf jeden Fall enorm geholfen. Ja. Ja. So, Janusz hat es gut auf den Punkt gebracht. Man redet immer mit Leuten, die sagen, ich liebe Persönlichkeitsentwicklung und die lesen dann halt ein Buch von, sagen wir mal, Bodo Schäfer, was super ist, nur die lesen das, visualisieren sich so ein bisschen ihre Zukunft und das war's. Und das heißt für die Persönlichkeitsentwicklung. Und was ich halt am Closen wirklich liebe, ist, ich konnte mich selber besser kennenlernen, weil ich mich immer nur an Herausforderungen stellen konnte. Ich konnte so gucken, hey, ich habe diese Woche so und so viele Verkäufe gemacht, ich mache mehr, ich arbeite länger und dann konnte ich halt gucken, okay, was passiert mit mir? Fühle ich jetzt an bestimmten Stellen Stress? Wo habe ich denn mit Ablehnung meine Probleme gehabt? Und dieses dicke Fell zu entwickeln, das ist echt eine der besten Sachen. Also ich weiß jetzt mit Sicherheit, und ich kann mit einem entspannteren Gefühl durchs Leben gehen, egal was passiert, ich weiß, ich werde immer einen Job finden können, ich werde immer ein Business aufbauen können, ich werde immer in der Lage sein, Geld zu verdienen, egal was kommt. Das ist halt eine mega Sache. Und dann auf der anderen Ebene, Kommunikation ist so viel besser geworden. Also Janusz und ich sind da schon ein bisschen crazy. Also das ist jetzt dann nicht nur so, okay, wir gucken uns Verkaufsbücher an, sondern wir gehen auch in Bereich so NLP, Ausbildung gemacht, Bücher gelesen über Profiling, Bücher über Anwälte, wie sie einfach die Eingeschworenen überzeugen können. Also es geht sehr, sehr, sehr tief, aber im Vordergrund steht halt wirklich diese Persönlichkeitsentwicklung, will ich sagen. Vielleicht mal für die Zuschauer kurz erklärt, NLP. Kannst du vielleicht sorry. Neurolinguistisches Programmieren. Ja, jetzt, was heißt das wieder, ne? Und Marc. Ja, Und Marc. also, im Grunde genommen klingt das echt beeindruckend und kompliziert. Ja, eben. Im Grunde genommen heißt es einfach nur, das ist einfach ein Kommunikationsmittel. Das heißt, bei NLP-Ausbildung verstehst du einfach, hey, wie kommunizieren Menschen? Wie funktionieren diese Vorgänge im Gehirn? Welche Kanäle benutzen wir? Also visuell, auditiv. Und dann setzt du dich halt mit dir auseinander. Die Grundidee ist, die Leute, die es erfunden haben gesehen, hey, es gibt verschiedene Therapieformen da draußen und die funktionieren oft nicht. Okay, also angenommen, ich habe Angst vor Spinnen. Ich kann ein Jahr lang zum Therapeuten gehen, drüber sprechen, auch verstehen, wo es aus meiner Kindheit herkommt, aber die Angst ist noch da, die besteht ja noch. Und NLP sagt halt, okay, wir gucken aus allen möglichen Therapieformen, nehmen wir das Beste raus und benutzen Techniken, um das direkt anzuwenden. Und ein Beispiel kann ich nehmen, das habe ich mit dem Vertriebsteam gemacht. Eine der bekanntesten Sachen im Vertrieb ist Ankern. Okay, das heißt also, nicht im Vertrieb, sondern allgemein NLP ist Ankern. Und du kannst dir so vorstellen mit dem Geruch. Wir denken an die erste Freundin, ersten Freund und vielleicht haben die bestimmtes Parfüm getragen. Wir verbinden das mit denen. Und auch wenn wir die jahrelang nicht gesehen haben, wir können durch eine Einkaufspassage laufen, gleich Parfüme riechen und sofort sind die Gefühle von damals da. Wir denken an die Zeit zurück. Und das haben wir für uns im Vertrieb genutzt. Wir haben unterschiedliche Düfte genommen und wenn man einen Verkauf gemacht hat, hat man daran gerochen. Und in deinem Gehirn entsteht eine Verbindung zwischen diesem Geruch und diesem Erfolgsgefühl. Und das heißt, auch wenn du ein schlechtes Gefühl hast, also angenommen, du fühlst dich demotiviert, hast keinen Bock, riechst einfach daran, diesen Duft und auf einmal bist du wieder in diesem Zustand, hey, ich bin Top-Verkäufer, ich schaffe alles. Und das ist einfach nur ein Beispiel von NLP, aber es ist auch ein sehr mächtiges Werkzeug. Heftig. Gibt es da auch, einfach jetzt nur Interesse, aber auch so wirklich schon wissenschaftliche Belege zu, dass zum Beispiel genau das auch funktioniert, ohne dass du oder ihr das jetzt selber ausgetestet habt? Ja, wissenschaftliche Belege gibt es da. Die Leute, die das erfunden haben, also Richard Bandler, unter anderem, das sind ja praktisch Leute mit einem Hintergrund in Physik und die haben halt diesen wissenschaftlichen Ansatz und haben auch dann die Sachen getestet und man redet da, ohne zu tief reinzugehen, von Neuroplastizität. Das heißt einfach, dein Gehirn lässt immer neue Verbindungen entstehen und so kannst du zum Beispiel, wenn du Raucher bist, immer wieder deine Kippe mit negativen, ekelhaften Gerüchen und Gefühlen in Verbindung bringen, sodass du einfach eine Abneigung entwickelst und nicht mehr rauchen willst. Oder im Umkehrschluss kannst du sagen, hey, du baust bei dir einfach diese Vernetzung im Gehirn auf mit positiven Sachen und sagst, hey, wenn ich jetzt zum Beispiel Lavendel rieche und das kannst du damit Vertriebserfolg in Verbindung bringen. Habe ich zum Beispiel in der Praxis wirklich getan. Ich habe 2 Jahre lang mir quasi so einen bestimmten EDM-Sound rausgesucht, weil ich mehr so ein auditiver Mensch bin, den ich immer wie so ein Siegeskatsching hatte, wenn ich einen Close drin hatte. So das Ding aus und mich gefreut und dass diese Mucke lief. Und wenn ich dann jetzt zum Beispiel als Speaker irgendwo hoch musste und ich hatte Lampenfieber, dann habe ich mir vorher den gleichen Song nochmal gegeben, den ich jetzt, keine Ahnung, 2000 Mal nur mit geilen Sachen Dings habe. Und das ist irgendwann so tief drin, ne?
Das Ja. ist irgendwann so tief Aber drin und ja, dann gehst du mit so Power auf die Bühne, so geil, das ist mein Sound und ich mache das jetzt auch noch das 2001. Mal. Also. Und das ich funktioniert. kann es tatsächlich auch so aus meinem Alltag, sage ich mal, sogar bestätigen. Jeder hat ja so auch vielleicht so seine Motivationssongs. Und bei mir zum Beispiel beim Training ist das so. Wenn ich jetzt zum Beispiel weiß, ich habe gleich einen Maximalsatz oder so, wo ich Maximalgewicht bewegen will oder irgendeine Übung, die neu ist, die sehr, sehr schwierig ist, dann weiß ich, ich mache den Song an, weil du dann einfach, auch da gibt es wissenschaftliche Studien zu, dass du mit deiner richtigen Musik bis zu 20% leistungsfähiger bist. Ja. Ne? Ja. Und das mit dem Duft fand ich auch interessant, da kennt ja auch jeder. Es gibt einen Duft, ist jetzt egal, welcher das bei mir ist, aber den rieche ich und ich bin in den Urlaub von vor 10 Jahren zurückkatapultiert in Bulgarien, im Goldstrand. Zack, sofort. Ja. Dann denke ich mir so, auch wenn ich war letztens irgendwo im Supermarkt, bis einkaufen, riechst das und denkst so, Urlaub, Bulgarien, zack, Bilder da, Erinnerungen, du willst dahin und dann denkst du, scheiße, ich bin hier bei Aldi an der Kasse, Ja, aber das ist voll heftig, ja, ist wirklich so. also NLP hilft quasi genau das gezielt für dich emotional einzusetzen. Ja. Das war auch für mich persönlich einfach ein sehr mächtiges Werkzeug, weil ich war immer gut in der Kommunikation, das hat es aber vertieft und ich habe dann direkt Techniken gehabt. Und Janusz hat es ja mitbekommen, wir haben dann halt in den Kickoff-Calls uns Einklang gesetzt. Ne? Auch so Sachen, es muss nicht unbedingt ein Geruch sein, es kann auch einfach eine Geste sein. Du drückst hier zusammen, denkst in positiven Sachen, Verkaufserfolg, gute Gefühle kommen hoch und wenn du es oft genug machst, dann brauchst du einfach nur so zu drücken und dann fühlst du dich auf einmal positiv. Und das ist halt auch eine der Sachen im Vertrieb, was man hinbekommen muss, ist dieses State Management, also zu gucken, Zustand, weil man darf sich nicht von Rückschlägen entmutigen lassen, man darf jetzt nicht mit einer scheiß Energie reingehen. Es gibt halt die Verkäufer, die fangen einen Job an, kriegen eine Ablehnung nach der anderen und werden von Call immer negativer, pessimistischer und und können dann halt nicht mehr erfolgreich verkaufen, weil ihnen einfach diese positive Ausstrahlung fehlt. Krass, ja. Jetzt habe ich eigentlich voll interessant wieder nur nach NLP nachgefragt, zack und schon. Ja, genau so passiert das, wenn dich jemand nach deiner basischen Ernährung fragt. Ja, ne? Ja, geil. Mega Wir halten uns gerade interessant. zurück. Also wir können viel, viel tiefer eingehen, über das Thema den ganzen Tag reden. Ja. Aber Ja, ich sehe schon, man könnte auch Teil 3, 4 und 5 machen und andere Bereiche abdecken. NLP-Video, Attacke. Genau. Ja, Fakt ist ja, wir sind alles trotzdem ja nur Menschen, deswegen die nächste Frage einfach so, weil ich die auch einfach gerne stelle, wie schafft ihr es dann trotzdem gerade an so anstrengenden, vollgepackten Tagen positiv zu bleiben? Wo holt ihr persönlich für euch eure Motivation raus? Weil ich denke mal, auch ihr werdet natürlich irgendwo mal ein bisschen downer sein als sonst, deswegen haut man so raus. Für die Das Leute Big da draußen. Picture. Big Picture. Ja, also ich glaube, niemand denkt sich von Anfang an, oh geil, lass mal 2000 Gespräche das gleiche tun. Ja, Ja, niemand denkt sich auch so, boah, für den Fitness-Buddy, lass einfach mal, keine Ahnung, wie viel 1000 Wiederholungen Push-Ups machen, ja, keine Ahnung. Da muss diese Vision passen. Warum tust du das? Für den Körper, für die Gesundheit, für die Freiheit dahinter, für das, was du dir anschaffen willst, für das, was du mit der Familie aufrecht haben möchtest. Da musst du dich selber schon in einen emotionalen Zustand kriegen, sonst hält das keiner durch. Also wenn du dich nicht wohlfühlst in deinem Körper, in deiner Fitnesswelt zum Beispiel und auch weißt, das möchte ich aufrechterhalten und weiter ausbauen, weil das Ideal, dann erklär mir nicht, dass du dir morgens aufspringst und sagst, boah, geil, nochmal in meinem eigenen Schweiß liegen und nochmal umziehen und nochmal, diese Shakes, ich kann das Pulver nicht mehr sehen, aber lass mal noch einen neuen Geschmack ausprobieren. So, ja. da wächst du halt auch irgendwann rein, weil du ein Ziel hast. So, und das muss da halt im Endeffekt auch so sein. ja, kann ich nur zustimmen. Also ich schreibe morgens, abends meine Ziele auf. Nicht jeden Tag, ich habe auch mal Ausrutscher, ich bin auch nur ein Mensch. Nur in der Regel mache ich das und das hält meinen Fokus aufrecht. Also ich stehe auf, ich bin müde, es war ein harter Tag, aber dann habe ich halt einfach die Ziele im Blick und weiß halt, hey, okay, das sind halt die kleinen Schritte, die ich machen muss, um irgendwann mal dahin zu gelangen. Und das setzt wieder in den Fokus. Und deswegen auch da, wenn du im Verkauf nicht weißt, warum du es tust, dann wirst du nicht mit Ablehnung umgehen. Wenn du nicht in der Dienstleistung stehst, wirst du auch nicht da Vollgas geben. Also du musst wirklich in Perspektive haben, was betreibe ich, wie hilft es den Menschen und warum tue ich das? Warum sitze ich nicht im Angestelltenjob, was sicher ist und warum tue ich mir das an? Ja. Das ist extrem wichtig. Ja, was der Janusz gerade nochmal interessant gesagt hat mit dem Big Picture und ich habe intuitiv leise für mich wiederholt, weil das ist ja auch so eine Sache, die auch sogar wissenschaftlich belegt ist, dass ja mit Visualisierungen, also Thema Selbstwirksamkeit, wirklich mehr erreichen kannst. Also in jedem Bereich. Also die haben zum Beispiel olympische Teilnehmer getestet, keine Ahnung, 100 Stück und wenn die dann wirklich über ein Jahr lang sich immer vorgestellt haben, ja, ich schaffe unter 10 Sekunden die 100 Meter zu rennen oder so, dann ist die Wahrscheinlichkeit viel höher, dass sie das wirklich schaffen, wenn sie sich halt jeden Tag vorstellen. Und tatsächlich,
ist das bei mir zum Beispiel auch so eine Sache, die ich mache. Zum Beispiel bei Calisthenics hast du ja gewisse Figuren, sag ich mal. Und wenn du dir wirklich jeden Tag, und das ist halt interessanter, aber das muss ja auch wirklich vom Herzen, sag ich mal, kommen, dass man mehr oder minder jeden Tag sich vorstellt, boah, irgendwann kann ich mich so halten. Irgendwann, also du siehst dich zum Beispiel in diese Planche oder so, in diese Figuren, die es halt gibt, in diese Waagerechte, wie du da hängst. Und dann ist die Erfolgschance auf jeden Fall größer. Weil du hast ja auch letztendlich dir immer selber eine Motivation gesetzt, einfach nur durch das blöde Bild. Ja. Ja, so. Unser Unterbewusstsein sucht halt immer nach dem, was für uns wichtig ist. Und wenn wir jetzt den Fokus drauf haben, hey, Verkaufen funktioniert nicht, die Leute wollen sowieso mein Produkt nicht, ich bin kein guter Vertriebler. Wenn du dir das immer wieder einredest, dann suchst du nach Beweisen und dann ist es halt so eine selbsterfüllende Prophezeiung. Dann trifft es halt einfach zu. Wenn du aber nach Gründen suchst, warum deine Dienstleistung gut ist, warum du den Leuten helfen kannst, warum du ein guter Vertriebler bist, warum deine Vision für die Zukunft echt sein kann, dann kommst du auch da ins Handeln. Und das ist halt auch eine der Grundvoraussetzungen, würde ich sagen, eine klare Vision oder wie Janusz sagt, Big Picture zu haben. Weil ohne das, ja, du verdienst gutes Geld vielleicht im Monat und dann lässt die Motivation nach. Ja. Deswegen wäre das vielleicht für den einen oder anderen Zuschauer echt cool, so dieses plakative machen, irgendwo sich eine Flipchart aufbauen. So habe ich das schon am Anfang gemacht, wo du dir vielleicht ein paar visuelle Dinge draufpackst oder einfach was draufschreibst. Oder idealerweise irgendwann ist das so, wie ich gerade gesagt habe, verankert, dass du das vom geistigen Auge schon hast. Und du sagst es schon, da sind wir bei NLP, du hast es verankert und du machst dir ein Flipchart-Bild. Das machst du bitte nur, wenn du ein visueller Typ bist. Ja? Ja. Ansonsten gibt es das auch mit Videos, wo Sound dabei ist, mit Musik Ja. für die auditiven Typen. Es gibt Leute, die bauen sich quasi, ich nenne das jetzt mal vorsichtig, ein Puppenhaus, ohne das zu werten. Ja? So eine Art Modell, ja, in Miniatur, so für die haptischen, kinästhetischen Typen, die sagen, das möchte ich haben, ja, so soll sich das anfühlen oder was auch immer. Und sich so ein Ziel zu setzen, das ist Gold wert. Ja. Und bei mir, also vielleicht ergänzend, ich habe damals geguckt, okay, was für ein Mensch muss ich sein, um diese Ziele zu erreichen? Also nicht nur die Ziele im Bild zu haben, sondern hey, was bin ich für ein Mensch? Was für Verhaltensweisen lege ich an den Tag, um das zu erreichen? Und ich habe dann für mich einfach einen Text geschrieben, wer bin ich als Mensch, nach welchen Werten, Vorstellungen lebe ich? Und ich lese das halt immer wieder und das forciert halt praktisch mein Handeln. Also ich sage halt, okay, ich bin jemand, der geht immer die Extrameile. Und wenn ich jetzt nachgeben will oder sage, ach, ich gucke jetzt Netflix, dann sage ich, nee, okay, ich bin halt jemand, der so und so handelt, ich mache das und das führt zwangsläufig dazu, dass diese Vision echt wird. Also visualisieren ist super, nur ich glaube, dieser Zwischenschritt auch zu gucken, wer muss ich sein, um diese Ziele zu erreichen oder um dieses Leben zu erreichen, das ist halt auch essentiell wichtig. Absolut. Ja, deswegen bin ich auch froh, dass ihr jetzt quasi so auch als Unternehmer dann hier seid, weil wenn man das von euch hört, dann denke ich, man muss auch was dahinter stecken, dass man nämlich entsprechend jetzt auch was erreicht hat. Weil wenn ich das jetzt irgendwo mal erzähle, ich habe auch schon viele Interviews dort auch gesagt, dass generell diese gewissen Mindset- oder Persönlichkeitsentwicklungsdinge schon elementar sind. Weil, wie du gesagt hast, das Problem ist ja, oder ich hatte jetzt auch schon Live-Coaches und so in Interviews, wenn du dann genau dir erstmal die richtigen Fragen selber stellen solltest. Wer bin ich eigentlich? Wie ist eigentlich mein eigenes Verhalten wirklich jeden Tag? Ja? Mache ich wirklich Feierabend und dann gucke ich halt 5 Stunden Netflix. Ja, dann braucht man sich nicht wundern, dass da businessmäßig wenig bei rumkommt. Ne? Aber das Interessante ist, wenn man mal kurz drüber nachdenkt selber, dann weiß man das ja eigentlich schnell, aber das ist was anderes, wie du jetzt gesagt hast, Marc, als wenn man auch mal aufschreibt, sich vergegenwärtigt durch das Lesen und dann wirklich weiß, okay, ja, ich bin da einfach faktisch schludrig, also brauche ich mich nicht wundern, dass da nichts passiert. Genau, da greift ja der Gedanke von Mastermind-Gruppen oder Coachings. Ne? Also wenn du jetzt 5 Sportler um dich herum hast, mit denen du dich ursprünglich mal drauf eingeschworen hast, mit euren Visualisierungen, das wollen wir machen, dann und dann nehmen wir am Contest teil oder whatever, Ja. dann sagen die auch, ey, du kannst jetzt hier nicht schon wieder 2 Stunden eine Serie gucken, lass mal jetzt zum Training gehen. So, und dann hast du nochmal andere, die sagen, hey, du hast doch am Anfang selber gesagt, du willst hier nicht. Und du bist doch eigentlich gar nicht so. Und Attacke. Ja, oder der Coach, der die Löffel lang zieht und sagt, ran jetzt. Ja, so, oder dir überhaupt erstmal solche Tools zum Beispiel vernünftig auf dich zuschneidet. Wie erkennst du dich denn da selber? Ja. Wie greifst du das denn? Was für ein Ziel verfolgst du denn damit? So, und genau da sehe ich halt jetzt auch unabhängig von uns allgemein den Mehrwert von solchen Kursen. Mhm. Also ich habe einen Coach im Bereich Mindset, Persönlichkeitsentwicklung und da ging es aber auch darum zu gucken, hey, wo sind meine Schwachstellen? Also wirklich mal aufzudecken, hey, an welchen Stellen reagiere ich und bin im Reaktionsmodus oder wo verhalte ich mich schlecht? Und da auch wirklich mal zu gucken, okay, wie ist es denn? Wie verhalte ich mich jetzt und wie hätte ich es denn gerne? Und dann zu gucken, dass man das wirklich
umstellt, extrem wichtig. Ja, deswegen finde ich auch einfach wichtig, dass wir über sowas auch sprechen. Wie meinst du der Persönlichkeitsentwicklung? Weil man sieht ja auch anhand von ein paar Kennzahlen, wie die größten Leute bei uns im deutschsprachigen Raum, Tobias Beck oder Bodo Schäfer oder so, wenn man da jetzt zum Beispiel jetzt einfach nur von Followerschaften ausgeht, dass die da in niedrigen paar hunderttausender Stellenbereich mal gerade sind im Vergleich zu Leuten aus den USA, dann sieht man ja immer noch, dass es hier eine deutliche Nische ist. Und das finde ich ja sehr schade. Deswegen finde ich das cool, dass man hier darüber spricht, weil die Leute, vor allem hier, mal langsam wach werden sollen, dass das auch so ist. Ja. Ja? Dass man das braucht. Punkt. So, wenn man mehr will und nicht nur Laber. Ja, und der ist zum Beispiel auch sehr spannend zu erkennen. Alle Namen, die du genannt hast, kommen wiederum von dem gleichen Marketingtrainer. Ja. Nennen wir das mal so. Aber das ist dann, glaube ich, zu tief in die Materie rein. Aber die haben auch alle ihre Meister irgendwo und wachsen. Ja. Gut, gehen wir weiter zur nächsten Frage. Und zwar so das Verhältnis unter euch, Closern, so generell in der Branche. Wie ist das so? Gibt es da vor allem so Konkurrenzverhalten, aber vielleicht auch im positiven Sinne, dass man sich ja so ein bisschen vielleicht auch antriggert, ne? Ey, ich habe den Umsatz gemacht, wie sieht es bei dir aus? Oder gibt es auch so Angeber, wie sieht das so aus? Steht und fällt mit der Person dahinter. Also die Situation, der eine postet, was weiß ich, seinen Umsatz-Award. Ja, hier habe ich letzten Monat gemacht, hahaha. Jetzt liegt es einzig und allein an dir, ob du sagst, nee, ich bin jetzt hier neidisch und der kriegt all die guten Leads ab und so weiter und so fort. Oder ob du sagst, boah, geil, das kann ich auch. Ja, also das sagt halt ganz viel über dich aus. Ich persönlich brauche das nicht zu befeuern. Ich teile meine Umsätze nicht. Ich sehe aber auch, wenn andere krasser sind als ich, das als Motivation. Da geht noch mehr. So, und das ist, glaube ich, dann einfach typusabhängig. Ja, ist wirklich typusabhängig. Also es gibt, klar, wie in allen Bereichen, Leute da draußen, die lästern über andere, reden andere schlecht. Wenn jemand besonders erfolgreich ist, dann machen die es, sagen, ja, okay, das ist nicht verdient aus den und den Grund. Aber ich tick da wie Janosch. Also wenn ich sehe, jemand ist extremst erfolgreich, denke ich immer, wow, Hammer. Die Person ist weiter als ich. Okay, das heißt, da ist noch viel Raum oder da sind Potenziale, über die ich noch gar nicht nachgedacht habe. Das könnte ich auch erreichen. Also ich glaube, wenn man dieses Video jetzt gerade sieht und man sieht andere Leute, die erfolgreich sind und will die schlecht reden oder man ist kritisch, dann sollte man einfach nochmal reflektieren, warum ist es so? Ist es vielleicht Eifersucht und was hängen da für Glaubenssätze mit zusammen? Also ich persönlich, wenn ich jemanden sehe, der erfolgreich ist, ich freue mich, wenn es ethisch verdient ist und denke halt, okay, da kann man noch einiges mehr erreichen. Ja, das ist mal wirklich die richtige Einstellung. Ja. Ja, finde ich auf jeden Fall. Bleiben wir so ein bisschen beim Thema Verdienst, weil das hatten wir in Teil 1 kurz angerissen mit diesen Fakern und so. Deswegen, liebe Leute, Teil 1 anschauen. Ganz wichtig an der Stelle nochmal verlinkt. Ja, man sieht ja wirklich, ich habe das ja auch mal öfter hier und da gesehen und nochmal jetzt gestern auch ein bisschen so gecheckt vor dem Interview, wenn man so auf Instagram-Profilen geht, auch von, ja, weiß ich jetzt nicht, größeren Closern, ich kenne ja jetzt keine Namen oder so, aber dass dann da immer so ein paar Sachen schon in der Bio stehen, wo ich mir denke, ja, ist halt jetzt so seriös, dass dann da direkt drin steht, verdiene fünfstellig mit ein paar Stunden Arbeit oder so. Ähm, ja, deswegen kann ja vielleicht auch Janosch, weil du hattest ja in Teil 1 schon gesagt, wie arbeitet so der Durchschnittscloser, aber wie hast du denn gearbeitet? Weil du hast ja auf jeden Fall auch schon mal in den Summen, sprich fünfstellig verdient. Was musstest du letztendlich mal wirklich dafür machen? Schlafen, aufstehen, arbeiten, von vorne. Ja. Punkt. Nichts anderes. Also ich habe 15, 16 Stunden am Tag durchgeclosed und den Rest dann, was weiß ich, nochmal eine Stunde Vorbereitung, Nachbereitung, digital Notizen machen und geguckt, dass ich dann am nächsten Tag einfach wieder fit bin. Also ich habe wirklich den Workaholic daraus hängen lassen. Das muss nicht jeder tun, da wird auch nicht jeder mit glücklich, das ist auch nicht für jeden gesund. Darum möchte ich das gar nicht propagieren, aber damit habe ich solche Ergebnisse natürlich auch irgendwo hingekriegt. So, und jetzt muss man vielleicht bei diesen Verdiene fünfstellig mit wenigen Stunden das mal auseinandernehmen. Verdiene fünfstellig oder verdiene in wenigen Stunden. Ja. Das sind zwei Paar Schuhe. Dass das in einem Satz genannt wird, ist meist zu hoch gegriffen. Ja. Es gibt auch Closer, die verdienen sechsstellig. Es gibt auch meilenweit darüber. Aber das sind halt Einzelfälle und das hängt auch von der Einsatzstelle ab. Der durchschnittliche Closer, der wird schon seine einige Tausend verdienen. Aber bis der fünfstellig ist, das ist kein Nebenjob. Dann machst du das. Mhm. Ja. Da lernst du viel, da verdienst du viel, aber dann machst du auch. Also wichtig ist auch da, man darf
nicht ungeduldig sein. Also die meisten Leute haben echt diese Erwartungshaltung. Ich kriege eine Stelle, ich sitze da, am Ende des Monats habe ich 5-stellig verdient. Nee, da steckt viel, viel mehr dahinter. Also man muss auch wirklich lernen, besser werden mit der Zeit, Sachen optimieren. Man muss sich halt was aufbauen. Als ich als Vertriebsleiter angefangen habe, ich habe praktisch als Praktikant in einem Startup gearbeitet, habe dann mich zum Service-Chef hochgearbeitet, habe in meiner Freizeit geclosed. Das heißt, ich habe von morgens bis 7 bis abends um 6 gearbeitet. Dann habe ich halt von 6 bis 22 Uhr Telefonate geführt. Letztes war oft um 23 Uhr fertig und dann Repeat. Dann, als ich Vertriebsleiter wurde, ich habe nichts anderes gemacht, außer wirklich Arbeitszeiten eingehalten, selber geclosed, dann in meiner Freizeit Interviews mit Leuten gemacht, die schon erfolgreicher in dem Bereich sind, um mir abzugucken, was sie genau machen, wie sie das machen, was kann ich lernen, gelesen. Also man stürzt sich da halt rein. Und deswegen, diese Vorstellung, und deswegen sind viele, die mit Closing anfangen, desillusioniert, die merken gar nicht, wie viel Arbeit dahinter steckt. Und das muss man halt wirklich offen ansprechen. Also egal wie viel Lamborghinis, schöne Dubai-Urlaube du auf Instagram siehst, da steckt schon Arbeit dahinter. Ja, also vor allem, da wächst man rein. Ne? Also diese Beziehungsarbeit nochmal aus dem ersten Teil aufzugreifen. Du hast halt auch Leute, die zahlen in Raten. Du hast auch Leute, die können jetzt nicht sofort starten, weil die warten müssen, bis die ihr Geld kriegen. Ja, und dann, oder die, was weiß ich, noch irgendwo eine andere Verbindlichkeit haben und starten erst im nächsten Quartal und was weiß ich nicht was. Und das heißt, wenn du anfängst, egal wie toll diese Stelle ist, du wirst nicht direkt mit deinem maximalen Gehalt starten, sondern erstmal mit deinen Provisionsanteilen von dem, was du jetzt da reinholst. Und mit der Zeit hast du dann halt mehr Leute drin, von denen noch Raten reinkommen, hast du mehr Kontakte, auch außerhalb von denen, die dir täglich terminiert werden. Ah, der eine ist jetzt soweit, da fasse ich nochmal nach und so weiter. Und bis du wirklich auf deinem vollen Höchststand bist, wirst du auch mal ein Jahr gearbeitet haben, bis du erst einmal bei deinem potenziell zeitlich maximalen Gehalt angekommen bist. Ja, das ist halt vielen nicht bewusst. Die kommen dann aus so einem Coaching raus, legen dann irgendwo los und dann meckern sie nach 2 Monaten rum, dass sie dieses Gehalt nicht kriegen, was ja angeblich versprochen wurde. Ja, da steht halt nicht in Klammern, nachdem ein Arbeits- oder so ein Ratenzyklus einmal durch ist. Ja. Also darauf muss man sich halt schon einstellen. Ja, deswegen ja nochmal, also vielleicht passend dazu aufbauend die Frage, habt ihr dann vielleicht Tipps, wie man denn seriöse Closer oder Anbieter erkennen kann? Also ich würde jetzt laienhaft natürlich auch sagen, okay, ne, haben die eine gewisse Webpräsenz, haben die vielleicht Auszeichnungen, aber vielleicht habt ihr da vielleicht nochmal 1, 2 Tipps oder so? Closen die selbst. Denn das, was du gerade genannt hast, heißt, dass derjenige ein gutes Marketing-Team hat. Mhm. Der hat eine tolle Webseite, super Agenturbeauftragter. Closer verdient viel Geld, hat das da reingesteckt, sieht jetzt toll aus. Aber kann der das? Hat er das selber gemacht? Es gibt halt voll viele Leute, die anfangen, merken, ich bin als Closer eigentlich voll blöd, aber ich kann ja den Kurs, den ich damals gesehen habe, kopieren und dann behaupten sie selber Closer-Coach zu sein. Das Kappes. Ja. Die können es nicht. Die können dir im Einzelfall keine Rückfrage beantworten. So, Mhm. also von daher schau mal, diese Auszeichnung hat die Firma die, im Sinne von, diese Firma hat 1 Million Umsatz gemacht, oder hat der zum Beispiel noch Nachweise, hey, ich war da und da eingesetzt und ich war der Vertriebler des Monats. Ja, also hat der Praxiserfahrung. Das ist ein Riesenindikator. Und das kannst du ja einfach fragen. Sehr wichtig. Also wir haben auch damals im Vertriebsteam, wo wir gearbeitet haben, Leute gehabt, die ausgeschieden sind, weil die Quoten nicht gut genug waren. Und dann fragst du ein paar Monate später, hey, wie läuft's? Wie geht's bei dir voran? Und dann auf einmal, ja, ich bin jetzt Closer Coach. So, genau, du hast mitunter die schlechteste Quote gehabt. Du Denk bist nicht jetzt drüber nach. Closer Coach? Ja, aber viel öfter, als du denkst. Also du kriegst Leute mit. Ey, da muss ich jetzt gerade echt, ja, aber deswegen stelle ich ja genau die Fragen, weil ich mir das genau so teilweise vorstelle, leider. Ja, das ist auch der Fall. Es gibt halt voll viele Leute, die einfach nicht verstehen, dass es nicht nur dieser Videokurs ist, sondern die verdammte Praxis dann dahinter, wo man die Feinheiten rauskriegt. Der Laie, der kriegt noch gar nicht mit, wie er irgendwas falsch betont hat, was Kappes ist, was Aber denjenigen krass. vergrault hat. Die Aber plappern krass, einfach den Videokurs von dem Menschen nach, von dem sie es gekauft haben und meinen dann, damit ist es getan. Ja. Aber krass, wie der Marc jetzt schon gesagt hat, diese Dreistigkeit auch menschlich zu haben, so dass man dann jetzt selber nicht so erfolgreich war und dann da ein Coach dann, also sich als Coach darstellt. Ja, gibt's zuhauf. Ja, also es war ja früher die Aussage, hey, im Coaching-Markt, du musst kein Coach sein, du musst kein Experte sein, es reicht aus, wenn du ein paar Bücher dazu liest, dann bist du weiter als die anderen und kannst sie vorwärts bringen. Ich persönlich könnte das nicht. Ich könnte mich jetzt nicht hinstellen und sagen, hey, ich bin jetzt Fitness-Experte.
weil ich habe einen Kurs gekauft, sondern Janusz und ich haben das Ganze erst begonnen, nachdem wir das jahrelang gemacht haben und wirklich auch die Praxiserfahrung gesammelt haben, die Fehler gemacht haben und daraus gelernt haben. Und deswegen, um zu gucken, ob die Leute seriös sind, würde ich auch gucken, kann man mit den Teilnehmern sprechen. Das ist halt ein Tipp. Es ist gut, zu sagen, hey, ich vertraue ein, aber ich würde lieber mal die Fakten angucken und auch mit den Teilnehmern aus dem Coaching sprechen. Und auch Kundenbewertungen können oft gefälscht sein. Also ich kenne Coachings, du steigst in das Coaching ein und in einer der Anfangsvideos im Kurs wird gesagt, hey, gib uns eine gute Bewertung ab, schick einen Screenshot und dann kriegst du halt noch den Gratiskurs dazu oder eine Datei oder einen 1:1 Call. Und dann hast du also lauter Leute, die sagen, hey, das beste Coaching aller Zeiten, das ist echt klasse. Die sind aber erst seit 2 Tagen drin, konnten keine Ergebnisse sehen und es verfälscht das ganze Bild. Also da würde ich immer sagen, gibt es die Möglichkeit, mit Teilnehmern zu sprechen, kann man da mit denen in Kontakt treten und dann auch wirklich von Leuten, die im Coaching sind, einfach nochmal Feedback einholen. Okay, cool. Greife ich nochmal so ein bisschen auf Thema Verdienst zurück. Ist eigentlich dann ja, denke ich mal, relativ schnell beantwortet, die Frage. Und zwar, wenn man jetzt bei euch als Closer tätig ist, was würde man da pro Verkauf verdienen? Auf einen Monat will ich jetzt ja gar keine Antwort, weil es ja individuell und leistungsabhängig, deswegen. So, genau. Wir können halt nicht wissen, ob du das jetzt 4 Stunden nebenher machst in Vollzeit und was weiß ich was, ne? Ja, ein paar Stunden dann 5-stellig, ne? Ja. Ja. Also im Grunde genommen, bei uns ist es so, es hängt immer von deiner Leistung ab. Also wenn du jetzt selber Leads reinholst, den Kontakt herstellst und uns einen Kontakt bringst, mit dem wir noch gar nicht in Kontakt waren, dann kriegst du halt eine höhere Provision, ist auch eine faire, so bei 30%. Dann ist es auch so, hängt vom Programm ab. Also verkaufst du jetzt unser Grundcoaching, also das Verkaufscoaching, dann kriegst du halt die Provision auf die 3.000 Euro. Bringst du uns jetzt aber 10 Leute aus dem Vertrieb, die wir alle schulen und wir helfen noch in der Firma diesen Vertrieb aufzubauen und es gibt eine langjährige Partnerschaft, dann sind auch andere Konstellationen möglich. Also allgemein, was wir fördern, ist halt dieses Entrepreneur-Denken, also wie ein Unternehmer zu denken. Und das heißt, dass du jetzt nicht denkst, hey, ich bin ein reiner Vertriebler, sondern dich auch ein bisschen in unsere Firma reindenkst und sagst, hey, welche Möglichkeiten gibt es da, welche Potenziale könnten noch ausgeschöpft werden, die Marc und Janusz nicht gesehen haben. Und dann kannst du auch natürlich viel mehr verdienen. Ja, okay, cool. Kommen wir so ein bisschen zum Thema Faszination des Closings. Also gibt es irgendwas, was ihr selber am Thema Closing faszinierend findet? Ja. Sowas Ähnliches habe ich auch schon mal geäußert in einem anderen Interview, falls du das hier nochmal verlinken magst. Definitiv. Also egal, ob das bei mir in dem Fall dann das Finanzthema war, da gibt es Plus und Minus und hier gibt es denjenigen, der hat gekauft oder der hat nicht gekauft. Das ist vom Prinzip her relativ simpel. Und vor allem, wenn du eingesetzt bist bei einer Dienstleistung zum Beispiel, dann weißt du auch irgendwann, was die Standardrückfragen sind und so weiter. Aber der Witz ist irgendwo, du verkaufst 1000-mal das gleiche Ding und die Leute stellen alle andere Fragen. Das fasziniert mich so dermaßen. Ja, wie kannst du dann doch nochmal auf eine neue Situation eingehen? Dann kommt da plötzlich einer, der möchte das mit seinen Geschwistern machen. Der nächste, der traut sich nicht, weil er nicht erfolgreicher sein will als Papa, der sich damit ewig bemüht hat. Da musst du vielleicht mindset-technisch schon in Vorkasse gehen. Ja, dann hast du Leute, die haben die absurdesten Fragen und Einwände, wo du auch nur denkst, oh Gott, das sagt mir ganz viel über die und kriegen wir das denn irgendwo hin? Und das ist so wenig diese, was weiß ich, Skriptarbeit oder sonst was. Das fasziniert mich persönlich total. Also diese Arbeit am Menschen, das ist richtig cool. Ja. Also bei mir ähnlich. Bei mir kommt noch hinzu, also ich mag einfach die Tiefe. Egal wie lange du im Vertrieb bist, du lernst immer neue Sachen dazu und hast immer neue Erkenntnisse, betrachtest die Sachen neu. Also wie gesagt, bei mir NLP-Ausbildung gemacht, danach habe ich angefangen, auf andere Sachen im Calls zu achten. Dann lese ich ein Buch über zum Beispiel Profiling, achte auf andere Sachen im Call und es ist halt spannend. Also es ist ein Thema, was nie langweilig wird, was nie ausgelutscht wird, weil du einfach mit Menschen zu tun hast und jeder ist anders und das macht die ganze Sache spannend für mich. Das ist nicht nur so Fließbandarbeit, eine Person nach der anderen abarbeiten, sondern es sitzt immer eine individuelle Person vor dir, eine andere Persönlichkeit, andere Prägung und das macht die ganze Sache so spannend. Ja, mega. Also ja, allein der Unterschied, ob da jetzt eine einzelne Person sitzt und über meinetwegen auch ein privates, intimes Thema spricht, ja, wofür es jetzt eine Lösung braucht, ob da derjenige mit dem Partner sitzt und dann vielleicht plötzlich so ein bisschen zensiert ist oder mit der Mutter.
Ja. Oder wie kann man, wenn da, was weiß ich, 4 Freunde sich anmelden, die ursprünglich gedacht haben, hey, toll, das und das machen wir jetzt mal zusammen, vielleicht auch so eine Gruppendynamik hervorbringen und da so ein Gespräch dann auch leiten. Du gehst da jedes Mal anders ran und ich finde das so faszinierend. Ja. Ja, und ich finde das auch gut. Anhand der Ausführlichkeit eurer Antwort sieht man ja, dass ihr das auch echt liebt, was ihr macht. Ja. Ja. Also haben wir noch 2 Fräkchen. Dann sind wir nämlich auch Ende hier mit Teil 2, mit dem Interview. Dann kriegst du Ähm, 1,5 Antworten. Bitte? Kriegst aber nur 1,5 Antworten. Okay, gut. Okay. 2 bin ich Ja, nicht vorbereitet. ja, erzählt doch mal gerne so, weil die Frage stelle ich auch sehr gerne so mir im Interview, einfach so eine krass positive, aber vielleicht auch eine krass negative Geschichte. Einfach mal so ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern. Eine Boah. krass So positive. eine schöne Sache. Negativ muss ja nicht unbedingt sein, aber falls ihr euch da irgendwas einfällt. Also positiv hätte ich. Möchtest du auch positiv sagen? Ja, egal, ich fange einfach an. Also, krass positiv sind natürlich, wenn du Teilnehmer hast und die schon Ergebnisse haben. Mhm. Also, das ist der Wahnsinn. Wenn die dann, keine Ahnung, im besten Fall hast du noch von denen 1, 2 Jahre nichts gehört und dann kommen die zurück und dann sagen die dir, was draus geworden ist. Ja. Das ist richtig geil. Also mich treibt das enormst an. Wenn dann daraus später die Selbstverwirklichung wird, was auch immer, die, was weiß ich, sich das getraut haben, auf das erste Date zu gehen und da sich gut verkauft haben, whatever, ja, was so an Rattenschwanz noch mit dranhängt, da sind immer richtig coole Erfahrungen mit dabei. Ja. Mhm. Da bin ich voll bei dir. Also bei mir ist es wirklich so, einfach auf sein Handy zu gucken und dann kommt halt jemand und schreibt dir, hey, ich habe heute wieder einen Verkauf gemacht, mega. Oder jemand hat da irgendeine Herausforderung im CS-Call, es kann eine Glaubenssatzgeschichte sein und du analysierst mit denen dieses Gespräch und merkst auf einmal, die haben es jetzt besser gemacht. Das heißt, du merkst halt, hey, mein Handeln hat dazu geführt, dass die Person eine positive Änderung hervorgebracht hat. Und das ist etwas, was mich halt mega freut. Also da gibt es auch nichts Besseres. Man kann sich über einen Verkauf freuen, man kann sich über alles Mögliche im Vertrieb freuen, nur wenn du siehst, die Leute kriegen richtige Ergebnisse, die sind happy, die sind positiv, ihr Leben hat sich zum Positiven geändert und die bedanken sich bei dir, da kratzt nichts dran. Das ist echt so das Beste überhaupt. Ja, ich habe jetzt gerade noch überlegt, so einfach um deine Frage noch zu beantworten, ob es was Negatives gibt. Ich glaube, das haben wir ja schon erwähnt. So, irgendwann trainierst du dir halt auch an. Ja, derjenige mag jetzt halt das nicht, der Deal ist nichts geworden. Okay, nächster. So, und dementsprechend, das Negativste, was aus meiner Sicht passiert ist, derjenige hat nicht gekauft. Fertig. Fertig, ja. Ja. Also ich hatte mal einen Fall, was ich negativ fand und ich fand es schade, aber da muss man auch mit Enttäuschung umgehen. Da hat Janusz und ich kennen uns durch ein Business Coaching und ich habe da verkauft und gecoacht und ich hatte jemand, der ist halt reingekommen, hat das Coaching so richtig in Anspruch genommen. Ich habe ihn jeden Tag 1 Stunde gecoacht und dann am Ende der Ablauffrist, also innerhalb von den 14-tägigen Widerrufsfrist, am letzten Tag hat er gesagt, nach der Coachingstunde, ey, Diggi, übrigens, danke, ich werde jetzt direkt stornieren. Und ich so, was? Okay. Was? Und er so, ja, ich würde einfach so viele Coachingstunden wie sonst kostenlos rausholen und ey, du hast mir gezeigt, wie ich mein Business aufbauen soll, wie ich das vertrieblich mache und das war für mich kostenlos. Und das finde ich halt sehr schade. Aber im gleichen Zug, ich mochte die Person und es hat mir auch für die Person leid getan, weil ich wusste, okay, wenn du so über andere, über eine Zusammenarbeit denkst, über deine Mitmenschen, dann schadest du dir selber. Also, und ich glaube, das war für mich so eine der enttäuschendsten Sachen, die ich mitbekommen habe, so eine Zusammenarbeit. Also ich weiß nicht, wann jetzt hier die Zuschauer dieses Video sehen. Zu dem Zeitpunkt, wo wir das aufnehmen, ist so eine riesengroße Jan Böhmermann-Satire unterwegs. Ja. Auch über, ja, in dem Fall kann ich ja sagen, Anbieter wie Copecard und so weiter. Das sind Zahlungsanbieter, die quasi sagen, bei digitalen Produkten sollte man auf das Widerrufsrecht verzichten und da Verträge drumherum bauen. Genau aus solchen Gründen, weil viele Dienstleister da stehen, derjenige möchte anfangen, und dann haben die 2 Wochen Zeit, deinen Kurs abzufilmen, alles in Anspruch zu nehmen. Du hast deine Vertragsseite erbracht und dann kann derjenige immer noch legal stornieren. Damit hat er dich offiziell mit Brief und Siegel beraubt, sage ich mal, und dich legal beklaut. Und die haben einfach nur gesagt, hey, bei rein digitalen Dienstleistungen, die halt nicht physisch irgendwie umtauschbar sind oder so, gibt es diese Verträge. Warum ich vielleicht auch einfach mal eine Lanze brechen möchte an der Stelle, dass diese Plattformen nicht so böse sind, wie sie in der Satire dargestellt werden, dass es da eine Berechtigung für gibt, einen sinnvollen Gedanken, dass so ein Quatsch hier nicht passiert. Ja. Ja, mega ärgerlich. Jeden Tag 14 Tage lang Stunde Coaching. Aber
Das ist rechtens streng genommen. Also dem kannst du rechtlich nichts. So, das ist halt Kappes. Ja. Na, da haben dann die Ersten angefangen zu sagen, ja, das ist schön, du überweist jetzt und wir fangen erst in 2 Wochen an. Aber damit ist demjenigen nicht geholfen. Das ist halt auch nicht im Sinne des Erfinders und darum greifen dann Plattformen mit solchen Verträgen und kann auch sinnvoll sein. Mhm. Gut, letzte Frage, dann schließen wir das Ganze hier. Was würdet ihr jetzt da draußen den Menschen mit auf den Weg geben, warum die Menschen, denen jetzt Closing wirklich interessiert, gerade bei euch am besten anfangen sollten? Ja, du wolltest ja nur eine halbe Antwort, hatte ich eben gesagt. Ne? Genau. Also darf Marc jetzt nicht mehr. Ich mach das. Ich sage immer, das ist so ein bisschen wie in der Schule. Da hast du den Satz des Pythagoras. Der ist bei allen Mathelehrern gleich. Das ist der gleiche gottverdammte Satz des Pythagoras. Aber mit dem einen Mathelehrer, da verstehst du es und gehst mit dem Bierchen trinken auf Klassenfahrt. Bei dem anderen bist du froh, wenn du da raus bist und hast es trotzdem nicht kapiert. So, von daher, Closen lernen ist ein Handwerk. Das könnt ihr überall. Ja, aber wenn du jetzt sagst, hey, mit uns kommst du einfach klar nach dem, was du hier gesehen hast, dann melde dich gerne. Ja, wenn wir die richtigen Personen dafür sind, gehen wir vielleicht auch mit dir ein Bierchen trinken. Ja, also kann ich auch nur so sagen. Also, Ist halb. ja, jetzt rede ich tatsächlich. Da mache ich noch mal eine ganze draus. Also, Okay. Verkauft das gut, das wird Bonus. Also, wie Janosch gesagt hat, wenn du das Gefühl hast, du könntest überhaupt nicht mit uns zusammenarbeiten, dann sind wir auch nicht die richtigen Personen für dich. Wenn du sagst, hey, du findest uns grundsätzlich sympathisch, dann kannst du uns gerne kontaktieren. Wir können mal einen Call hüpfen und gucken, ob das Ganze auch für dich Sinn macht, ob wir wirklich die richtigen Personen sind. Und genau. Und deswegen, wir beißen nicht, melde dich gerne bei uns. Jedenfalls nur manchmal. Ja. Aber nicht so fest. Ja, demnach würde ich sagen, ja, tolles Ende. Und dann würde ich sagen, schließen wir jetzt das Interview. Für die Leute da draußen ganz wichtig, in der Videobeschreibung findet ihr entsprechend alle Links zu den beiden. Und ja, dann würde ich sagen, ciao, ciao, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao.